Zwei große Namen, Daniel Barenboim und Ludwig van Beethoven. Wenn man daran denkt, wenn man sich diese beiden vorstellt, nebeneinander vorstellt, diese beiden Figuren der Musikgeschichte der Älteren und der Neueren, dann ist das natürlich ein irre breites, weites Feld. Nicht zuletzt deshalb, weil Barenboim natürlich nicht nur Pianist ist und alle 32 Beethovenschen Klaviersonaten spielt und gespielt hat, sondern sich auch mit der sinfonischen Musik als Dirigent und sogar in der Oper mit der einzigen Oper dieses Komponisten beschäftigt hat. Also es ist ein umfassendes Beethoven-Bild, was uns hier entgegentritt. Und ich finde, man merkt das seinen Interpretationen der 32 Klaviersonaten deutlich an. Nicht nur der Aufnahme, mit der ich mich jetzt hier noch mal ein bisschen beschäftigt habe, nämlich aus den frühen 80er Jahren, sondern auch den anderen. Es gibt eine, da war er gerade einmal 17 Jahre alt, also ein ganz junger Mann. Da hat man sicher damals gesagt, der ist verrückt geworden, was traut er sich? Man greift gewissermaßen nach dem absoluten Kulminationspunkt des Repertoires. Man traut sich an die ganz großen Gipfelwerke, letzte Worte heran und tut das mit der Unverbrauchtheit und vielleicht auch der Naivität, dem spielerischen Impetus der Jugend. Und er ist aber dem Repertoire gewissermaßen immer treu geblieben, ist ja auch logisch. Ohne Beethovens Klaviersonaten ist wahrscheinlich kein Pianist so richtig komplett. Was dem Barenboim zugutekommt, finde ich heute aus heutiger Perspektive in die Rezeptionsgeschichte, in die Diskografie zurückgeblickt, ist die Tatsache, dass er alle stilistischen Moden nicht mitgemacht hat. Also in den 60er Jahren fing das vielleicht so ein bisschen gerade an, da war er aber noch so relativ d'accord mit seinen Zeitgenossen. Später dann hat sich das auch bei Beethoven sehr getrennt. Also es gab dann Leute, die sehr auf Rhetorik geachtet haben, es gab Leute, die andere Instrumente bemüht haben. Es gab Leute, die historisch aufführungspraktisch informiert zu Werke gegangen sind. Und das ist etwas bekanntlich, mit dem der Barenboim absolut 0, gar nichts anfangen kann und will. Und inzwischen ist man aber wieder so weit, dass man gewissermaßen alle Ideologien, alle stilistischen Stränge zusammenbündelt und dann landet man komischerweise mehr oder weniger wieder bei Daniel Barenboim. Wenn man also diese Aufnahme aus den frühen 80er Jahren sich anhört, dann ist das sicher eine Momentaufnahme, wie jede Platte in einer gewissen Phase des interpretatorischen Schaffens des Pianisten Daniel Barenboim, aber sie beinhaltet eben auch immer wieder Momente, die sagen, das ist die Quintessenz, das ist das Substrat, das ist überhaupt die Essenz des Barenboimschen Beethoven-Bildes. Und ich glaube, man kann das schon, ohne hier allzu sehr ins Detail zu gehen, kann man das schon vielleicht auf den folgenden Punkt bringen. Barenboim ist ein Mann, ein Musiker des Klanges. Ihn interessieren harmonische Zustände, ihn interessieren Farben am Flügel, ihn interessieren so gesehen auch sehr Instrumente, ist ein großes Thema für ihn. Ich habe ihn damals 2004 in Wien begleiten dürfen durch alle 32 Sonaten hindurch an 17 Abenden, glaube ich. Und da war das Thema Instrument ein großes Thema, also welche Farben kann ich erzeugen, mit welcher Technik tue ich das. Man sieht ihn auch, man sieht es auch, wenn man ihn spielen sieht, nämlich dass er sowas, wirklich so etwas hat und braucht wie ein Tastenvibrato. Er ist jemand, der sehr aus den Ellbögen heraus eigentlich versucht, den Klang, von dem man meint, da haut nur ein Hammer auf eine Seite, noch zu modulieren und dem Klang noch etwas hinterher zu schicken, bevor er dann verklungen ist. Und das ist ein Beethoven-Bild, was, wie gesagt, lange quer zu unserer Zeit gestanden hat und auf das man sich aber jetzt besser versteht als heute. Wenn ich mir die einzelnen Sonaten so kurz Revue passieren lasse in dieser Aufnahme, dann sind es natürlich die großen namhaften, die da herausragen, also Appassionata oder Les Adieux oder die Sturmsonate auch, die Pathétique natürlich. Das sind so die Sollbruchstellen eines jeden Zyklus. Ich finde Barenboim aber oft besonders bemerkenswert in den kleineren Sonaten, die man auch nicht so sehr im Ohr hat, womit das Publikum nach wie vor fremdelt, die das Publikum
im Grunde nur in Kauf nimmt, um die großen Meisterwerke irgendwie zu hören. Und da ist er oft besonders sorgfältig, besonders interessant. Und man sagt bei ihm ja immer, so ein bisschen eine Tagesform, wie gut ist er technisch drauf, wie gut laufen die Finger, wie viel hat er geübt. Bei Aufnahmen, glaube ich, kann man davon einen Großteil auch wegstreichen. Da dürfte er dann tatsächlich geübt zu haben. Und was auffällig ist, sind wirklich einerseits die Kopfsätze von diesen großen bekannten Sonaten, die immer zeigen bei Barenboim, wenn er einigermaßen gut drauf ist, dass der Mann technisch alles kann. Also wenn man sich seine Finger anschaut, wundert man sich jedes Mal aufs Neue. Die Hände sind klein, die Finger sind relativ kompakt und dick und trotzdem kann der einfach alles greifen. Das heißt, er spielt, wie Clara Haskell einmal so schön gesagt hat, nicht mit den Fingern Klavier, sondern mit dem Kopf, mit dem Geist. Und das kommt auch seinem Beethoven-Bild, finde ich, in einer momentweise wirklich außerordentlichen Art entgegen. Also der füllt diesen Klassiker mit Leben, mit Farben, mit einer ganz persönlichen, individuellen, lebensgesättigten Anschauung. Und darin ist er heute einer der ganz wenigen, die also wirklich auch auf dieses Beethoven-Leben seinerseits selber zurückschauen können. Und das hört man in diesen Aufnahmen und deswegen sind die so toll.